What I want you to know is this. If we're dating and I tell you I'm a sex worker, it's not because I'm trying to give you a demonstration or show you my skills. It's because we've reached a point in the conversation where what we do for a living has become relevant. So, if I tell you I'm a sex worker and the first thing you try to do is try to smash, that tells me that you don't see me as a person. You see me as an object. And that's all I need to know to put you in the blocked pile. I want you to know. Don't ask me to stop working. It's what society tells me all the time, that implying that my work is bad. If I stop, it has to be my own decision. I want also to tell you that sex with clients and sex in my personal life are two different things. At work, I can have pleasure, I can discover new things, but ultimately it is not for me. It is a service to the customer. In my personal life, it is about my own pleasure, my own fantasies, as well as the one of my partner. It's why I explore myself sexually. I want to tell you that if I make you notice that something you said or laughed at was homophobic, that it was maintaining the stigma on sex workers, I want you to be open to hear it and to learn from it. If you really want to be my partner, I don't want you to tolerate my work, to accept it, to simply be okay with it. I want you to embrace this part of myself, because it is also an important part of me. There are many others, but there is also this one that I had to fight for, that I have been judged for. And I want to be seen by you, to be understood, to be supported. I would like you to understand how lucky you are to be dating a sex worker, because I am professionally trained to work with people's desires. I have the skills to understand, welcome, and work with your desires and fantasies. Of course, that doesn't mean that I will automatically do it for you. It's not something that has to be considered granted. But if this is something that we have discussed, if we are on a common ground, then I would like you to realize that this is something that can be very helpful for our relationship and for developing our intimacy. And I would like you to understand also that my job can sometimes be physically and emotionally draining. It can happen that sometimes I don't want to have sex with you when I come home from work. And I really want you to understand that this is not related at all with the fact that I already had some with clients. You know, it's like any other job. Sometimes you come home from work and you're just exhausted and you don't want to have sex. Ich wünsche mir vor allem von dir Vertrauen. Ich mache meine Arbeit schon sehr lange und ich weiß ganz gut, wie ich in meinem inneren Raum meine Arbeit von meinem Privatgefühl trenne. Und ich möchte, dass du weißt, dass das so ist, und ich möchte dir nicht immer beweisen müssen, dass das, was wir haben, ganz besonders exklusiv ist. Das ist es ohnehin. Die Tatsache, dass du mich ausgewählt hast und ich dich ausgewählt habe und wir uns so nahe sind, ist absolut exklusiv. Ich kann mir vorstellen, dass es herausfordernd ist, mit jemandem zu sein, die das, was andere Menschen häufig nur in ihrer privaten Beziehung leben, nämlich Körperlichkeit, Sexualität, Austausch von sexuellen Fantasien, aber eben auch menschliche Qualitäten wie Mitgefühl und Teilnahme, dass diese Person das auch mit anderen Menschen lebt. Und ich kann mir vorstellen, dass du dich manchmal rumschlägst mit Fragen und Zweifeln und dem Gefühl, zurückgesetzt zu sein oder vielleicht Eifersucht. Und das ist für mich okay.
Ich würde mir nur wünschen, dass wir darüber offen kommunizieren. Mein Herz ist offen für dich. Was ich nicht möchte, ist, dass wir dabei in einer Spirale von Schuld oder Scham oder gar Beschämung landen, in der ich mich dafür schlecht fühlen soll, dass ich Sexarbeiterin bin. Ich bin nicht verantwortlich für deine Gefühle und das ist einfach wichtig, dass wir beide verantwortlich sind für uns selbst, auch wenn wir diesen Raum gemeinsam haben. Dating me as a sex worker, I think it's the same as dating me as a civilian, as someone who doesn't do sex work. I'm very happy in my work that I do now. I love the autonomy that I have in it. But I had a partner who was very supportive of me doing sex work. My last partner was very supportive, and I've had a lot of issues with it. I was very, I'm not going to say shamed, but I had a lot of weird feelings about it, a lot of mixed feelings. Like, why was he so okay with me doing sex work? How come he wasn't jealous? And it made me really uncomfortable because I had been married to a person who did not want me to be a stripper, even though he met me as a stripper. We worked at the same club, and I was a stripper, and he really had a problem with it, and I quit sex work. But for my new partner, you need to know that I have no intention of quitting sex work, that I want to be very honest and upfront with you about what I do, but I love it. But I might have insecurities about you being accepting of it. But I think that's because society just puts these things on us. And it's very hard to take off the burdens that society puts on you as a woman and as a sex worker. Als Sexarbeiter ist nicht schlimm, als man denkt, solange man zufrieden ist. Es könnte sehr belastbar, wenn man denkt, dass man was falsch macht. Sei ehrlich mit deinem Partner, das ist die beste Methode. Du sollst Unterstützung finden, immer von ihm. Ich möchte, dass du weißt, dass eine Sexarbeiterin zu lieben nicht gerade einfach ist. Und ich möchte, dass du weißt, dass deine bedingungslose Unterstützung wertgeschätzt wird. Ich möchte, dass du weißt, dass bei Dates ich ohne meine Zustimmung nicht über meine Arbeit reden möchte. Und ich möchte, dass du weißt, dass auch wenn ich gegen Geld Sex mit Männern habe, nicht weniger queer bin. Ich möchte, dass du weißt, dass meine Klienten keine Bedrohung sind für dich. Und ich möchte, dass du weißt, dass meine Arbeit und meine Survivor History mit Respekt behandelt werden. I don't want to date someone whose respect that isn't for the entire community. I only want to date people whose respect is for the entire sex worker community. And we're a big and varied community. I want you to know that I appreciate you committing to unlearning your homophobia and unlearning the hierarchy. Mir macht die Arbeit Spaß. Ich finde, jeder Mensch sollte eine gesunde Sexualität haben und dazu gehört auch die Sexarbeit. Sexarbeit kann wirklich total schön sein. Da geht es um Intimität und Vertrauen und wenn man das einem anderen Menschen geben kann, ist das sehr schön. Ich möchte, dass du weißt, dass ich extrem froh drüber bin, dass ich nach einem Arbeitstag dir erzählen kann, wie dieser Tag war. Egal, ob er anstrengend war, egal, ob er super war, egal, ob irgendwas passiert ist, was vielleicht ein bisschen strange war und dass du nicht wertest und nicht meine Arbeit in Frage stellst und dass ich nicht das Gefühl habe, dass ich meine Arbeit schlecht machen muss, um dich zufriedenzustellen. Das finde ich total
entspannt und das ist mir auch total wichtig in der Partnerschaft, dass ich über meinen Beruf auch offen reden kann. Our intimate space and our intimate relationship is something totally different from the services what I'm offering to my clients. And I don't like this discussion to be repeated million times and this kind of jealousy, because you need to understand that this is only my job and it's totally different what I'm providing to my services. And also doesn't mean that I'm having some kind of services in my profile as a sex worker that it's also fine to having with you as my lover. It's different state of mind. When I'm doing job, then I'm doing job. And of course that when I'm working and when I'm offering my sex work services, maybe I will do, or maybe I will get payment for something what I personally, or it's not my reference in my sexual private life, but I'm paid for that, and I'm okay to be paid for something what personally in my bed, in my bedroom, I don't like to practice. Ich wünsche mir, wenn wir Friends treffen, auf Demos, auf Partys und Menschen mit Argumenten über Schweden oder das nordische Modell mit Feminismus argumentieren dagegen, dass ich das Recht darauf habe zu arbeiten, wie es für mich am einfachsten ist, dass du die Diskussionen führst, dass ich das nicht ausfechten muss. Aus deiner Position ist es immer leichter als aus meiner. Ich möchte, dass du dich daran erinnerst, wenn der Moment kommt, denn er wird kommen. Ich möchte, dass du mich datest, dass du mich liebst, dass du mich küsst, dass du mich magst, auch weil ich Sexworkerin bin und nie obwohl. Es ist nie die Frage, ob du das tolerierst, sondern die Frage, liebst du mich auch dafür? Oder erhoffst du dir insgeheim, dass ich was anderes mache? Weil wenn es das Letztere ist, dann wirst du mir nicht gut tun und ich auch nicht dir. Und wir sollten lieber getrennte Wege gehen. Ich wünsche mir von dir, dass du mich nicht hot findest, nur weil ich diesen Job mache, sondern mich unabhängig davon schön und sexy finden kannst. Dass du mich als Person wirklich siehst und nicht nur als Sexarbeiterin. Dass du mich immer noch attraktiv finden würdest, auch wenn ich diesen Job nicht machen würde. Und dass du mich nicht nur ficken wirst, weil es so aufregend ist, mit einer Sexarbeiterin zu ficken. Ich möchte, dass du weißt, dass es mir wichtig ist, dass du dich mit deinen eigenen Unsicherheiten auseinandergesetzt hast und die auch reflektierst und mich nicht als Projektionsfläche verwendest. Also wenn ich dir sage, dass ich Sexarbeit mache, dann soll dich das nicht einschüchtern oder du sollst irgendwie Performance Pressure verspüren, dass du denkst, du wirst mir irgendwie sexuell nicht gerecht oder so, sondern ich hätte einfach gerne, dass du direkt und offen mit mir kommunizierst. Falls du dich verunsichert fühlst, dann können wir da natürlich auch gerne drüber sprechen, aber bitte treff keine Vorannahmen über mich oder meine sexuellen Bedürfnisse oder Wünsche, sondern sprich einfach mit mir offen und ehrlich darüber, was das auch in dir auslöst. Aber erwarte auch nicht von mir, dass ich die ganze emotionale Arbeit dann dahingehend auch mache, sondern ich erwarte auch von dir, dass du dich eigenständig zu dem Thema bildest. Und außerdem wollte ich noch sagen, wie sehr ich es schätze, dass du deiner Familie und auch deinen Freunden offen
sagst, was ich mache und dich den Reaktionen auch aussetzt und nicht einfach das Thema vermeidest oder so, auch wenn das vielleicht leichter wäre. What I wish from my future lover, just to understand that being a prostitute, it's nothing wrong about it. And I'm using the word a prostitute to break this stigma that a prostitute is something bad. It's just something we do, something we are, and something we enjoy. And from my personal experiences, a thing I really enjoy. Otherwise, I wouldn't be doing it beside my main job. I wish that people would look at prostitutes or sex workers as valuable people, same as any other people, and not just exclude us from the society on the base on this stigma. Of course, it's not easy at the beginning, but please just don't make assumptions. Don't assume anything about my sexuality, about whether or not I'm a sexual person, my relationship style, my clients, how much money I make, or how much I work, or how I work, whether or not I'm more likely to have STIs, or what I'm into based on stories that you might have heard me tell. Please just ask respectfully, and if it's a question that is more general to sex work, ask to someone who's not me. And remember that sex workers are all different, and even if you dated a sex worker previously, everyone feels differently about their work, and all kinds of people are sex workers. I want you to know that it's okay to make mistakes, but please try to catch yourself when you assume things just because I'm a whore. I want you to know that I am a human being. I am a human being, and I work every day, just about. I earn my money, I pay my taxes. So how about that? In Germany, the reason why I got into sex work is because I didn't speak the language, and I wanted to stay here, and I needed money. So I had a girlfriend. She was like, hey, why not do an escort agency? The first thing I thought was because of my body type and not being white, a skinny white female, is that I was like, there's going to be a hard no. So actually it was a yes. I didn't tell the guy that I was dating that I was a sex worker because of stigma. But the way I am now, I do tell. I am also polyamor. So I do tell the men in general that, first of all, that I am not monogamous, but then second of all, I'm polyamor. If they want to ask, like, what do I do or something like that? Yes, I am proud to be a sex worker. And then I let them know, that yes, I am a sex worker. Ich möchte dir mitteilen, dass du bisher der einzige Mensch bist, der völlig natürlich reagiert hat, als ich von meinem Job erzählt habe. Ich hätte dir ebenso sagen können, dass ich gern Kartoffeln esse. Es war für dich völlig ohne Belang und das hat sich ganz wunderbar angefühlt. Ich möchte, dass du weißt, dass es mich verletzt, wenn du denkst, mir macht es doch nichts aus, mit dir Sex zu haben, obwohl ich keine Lust habe. Denn schließlich bin ich Sexarbeiterin und habe dauernd Sex mit Leuten, auf die ich keine Lust habe. Sexarbeit hat mir einiges über meinen eigenen Wert, meine Grenzen, meine Lust und auch Unlust beigebracht. Und ich hatte dabei sehr respektvolle, intime, empfindsame, witzige und interessante Begegnungen. Sexarbeit hat mir außerdem eine finanzielle Lage ermöglicht, in der ich entspannter an alternativen Lebenskonzepten arbeiten konnte oder eben einfach an meiner Kunst. Ich hätte mir gewünscht, dass du offener zuhörst und mir mehr Fragen stellst,
anstatt in seltsamen Fantasien rumzuschwirren. Bei meiner Arbeit, es geht gar nicht nur um die Beine öffnen. Obwohl klar, ich öffne gerne die Beine auf Arbeit, aber das größte Teil des Arbeit ist das ganze Planen, das ganze Verhandeln, das ganze herausfinden, wo die Grenzen sind, herausfinden, wo die Fantasien sind und damit einen saferen Raum zu schaffen, einen sicheren Raum zu schaffen für mich und meinen Kunden, Kundinnen, alle Leute, die beteiligt sind. Und diese Arbeit mache ich sehr gerne und ich mache es auch sehr gerne im Privaten, aber im Privaten, ich will das nicht alleine machen müssen. Im Privaten, es gibt einen Bruch, weil ich habe viel mehr Erfahrung, wenn ich am Daten bin mit Leuten, die keine Sexarbeiterinnen sind. Öfter gibt es einen Bruch, wo ich einfach mehr Erfahrung habe und mehr... Genau, ich habe einfach mehr Erfahrung und es geht ganz schnell, dass ich die ganze Rolle übernehme und das geht nicht. Also ich möchte, dass du von selbst diese Aufgabe auch übernimmst, dass wir das teilen und dafür musst du aktiv sein. Und ich möchte auch, dass du meine Skills siehst und anerkennst, wenn ich die benutze. Sonst habe ich das Gefühl, ich hätte lieber dafür Geld fragen sollen. Ich möchte aber auch, dass du weißt, dass ich dich in der einen einzigen wirklich schlechten Erfahrung, die ich bisher mit einem Kunden gemacht habe, wirklich gebraucht hätte. Und dass ich nicht das Gefühl habe, dass du wirklich für mich da warst und dass mir bewusst geworden ist, dass ich eigentlich viel mehr Zeit und Energie reingesteckt habe, zu schauen, dass es dir besser geht damit oder dass es dir gut geht damit und dadurch total vergessen habe und kein Raum dafür da war und keine Energie mehr zu schauen, was ich eigentlich brauche, wie es mir damit geht, wie es mir besser gehen kann damit. Und das finde ich wirklich traurig und macht mich sehr wütend im Nachhinein. Und ich möchte, dass ihr allen anderen wisst, dass ich in meinem Privatleben schon weitaus mehr übergriffige Situationen mit Männern erlebt habe, mit denen es mir danach auch sehr schlecht gegangen ist. Und ich für mich kann sagen, dass eine schlechte Erfahrung in 3 Jahren Sexarbeit wirklich eine gute Quote ist. Ja, und ich möchte, dass ihr wisst, dass gewalttätige Männer gibt es überall. Sie können unsere Nachbarn sein, sie können der Chef sein, sie können Väter sein, Brüder sein und einige von ihnen sind auch Kunden, ja. Also wo fangen wir an, das Problem zu bewerten und zu erkennen? Und ich möchte, dass ihr wisst, dass ich darüber nachgedacht habe, warum mir dieser Job eigentlich so gut gefällt. Und ich bin darauf gekommen, dass ein Aspekt davon, der mir wirklich gefällt, ist, dass ich halt so unfassbar viel unbezahlte Care-Arbeit geleistet habe bisher und immer noch leiste, was für mich bedeutet, dass ich in zwischenmenschlichen Beziehungen oft das Gefühl habe, dass Menschen ihre Bedürfnisse nicht klar haben und nicht artikulieren können und dadurch Dynamiken entstehen, die wirklich anstrengend sind. Und dass es Zeit und Energie kostet, den Menschen dabei zu helfen, das zu verbalisieren, dass ich mich darauf einlassen kann. Und in der Sexarbeit habe ich einen Job gefunden, in dem ich genug Geld dafür bekomme, Menschen dabei zu helfen, ihre Bedürfnisse klar zu haben, sie zu kommunizieren. Und so kann für mich ein schönes Miteinander entstehen und dass sie Konsens lernen, wie es sein kann, zu fragen und Feedback zu bekommen und zu geben. Und das ist für mich eine unfassbar tolle Arbeit, weil ich weiß, dass ich ihnen damit was mitgebe. Und ich möchte, dass du weißt, dass ich meinen Job die allermeiste Zeit eigentlich richtig geil finde. Und ich bin mir bewusst, dass ich damit einer der wenigen Menschen auf der Welt bin, die einen Job aus Selbstverwirklichung machen können und dass das nicht allen Leuten gegeben ist. Ich möchte, dass du weißt, dass ich nicht immer richtig doll Bock drauf habe, aber es trotzdem tue, weil ich es in einem professionellen Rahmen mache. Und das habe ich auch schon mit anderen Jobs gehabt. Und ich weiß, dass es nur eine Perspektive von Millionen anderen Perspektiven in der Sexarbeit ist, aber meine zählt auch und deswegen teile ich sie mit euch. I want you to know, and babes, I hate to break it to you,
But as a partner of a sex worker, you are also going to experience stigma yourself, because the society judges not only us, but also our loved ones. My mom is terrified that if people found out that I do sex work, they would judge her as a bad mother for not saving me from it. My ex felt like I was cheating on him with my clients, which really shows how little he understands what sex work is. And it was very tough for him. I ended up trying to help him process his feelings about it. It turned into kind of a full-time job for me, you know, hours and days of talking about his feelings, about my work, whether I had the emotional space for it or not, which quite often I did it, but I was pretty motivated to make it work because I lived with him, and if he broke up with me, I would have been homeless. So, you know, it is what it is. As a partner of a sex worker, you have the power to help us heal or to make it so much worse. My current partner is very different. She gives the fact that I am a sex worker the same amount of attention as anything else about me, really, as that I am an artist, as that I am trans, that I come from Poland, that I like indie horror video games. It's just another thing that I am. She learns about sex work the same way she learns Polish because she wants to understand me better. And apparently she has been talking to people in her life about sex workers' rights. I didn't ask her for it. I didn't even know she was doing it. She wasn't asking for praise. People like that exist, and I hope everybody can find someone like that. Ich wünsche mir von meiner Partnerin, dass sie mich, wenn ich von einem Job komme, fragt, wie es gelaufen ist, wie es mir geht. Und dass dass wir so eine Komplizinnenschaft da drin haben. Also dass da kein Misstrauen ist und dass sie wirklich interessiert, was ich gemacht habe und wie es gelaufen ist und wie es mir ging. Also dass ich mit ihr ganz offen darüber reden kann und sie nicht misstrauisch ist oder sie nicht da eine Gefahr drin sieht, wo keine ist. What I want you to know is that I'm now in an awesome relationship with a partner who loves and respects me, who is there when I come home from work with a hot drink and some food to talk about the good and funny things that happened that day and cuddle me through everything else. If I'm late for work, they've driven me. And yeah, if they're around when I'm doing a show, they will be in and amongst the crowd on camera watch. So trying to catch any sneaky patrons, trying to get footage of the show for later, which is not allowed without consent, always. Yeah, I love my job and their support means the world to me. You know, like, this isn't Hollywood. It's not the movies. We are real people with real feelings, and we deserve love and respect just like everybody else.